Glaubst du, Männer sind stark? Falsch. Glaubst du, sie haben die Kontrolle? Falsch. Glaubst du, sie wissen, was sie wollen? Wieder falsch. Hier ist die bittere Wahrheit. Männer haben Schwächen. Schwächen, die sie vor dir verbergen. Schwächen, die sie sich selbst nicht eingestehen wollen. Und wenn du diese 10 Schwächen verstehst, hast du alle Karten in der Hand. Das ist keine Manipulation. Das ist Macht. Wenn du bereit bist, schreib in die Kommentare, ich bin stark. Man hat dir dein Leben lang falsche Dinge beigebracht. Sei nett, haben sie gesagt. Verstehen, haben sie gesagt. Pass dich an, haben sie gesagt. Das Ergebnis? Du wurdest aussortiert, benutzt, nicht wertgeschätzt. Hier ist die Wahrheit. Männer wirken stark, aber jeder hat eine Schwachstelle. Und wenn du diese Schwachstellen kennst, ändern sich die Spielregeln komplett. Du bist nicht länger reaktiv, du bist proaktiv. Du bist nicht die Frau, die gewählt wird. Du bist die Frau, die wählt. In den nächsten Minuten zeige ich dir die 10 tiefsten Schwächen von Männern. Keine Meinungen, psychologische Erkenntnisse und reale Beobachtungen. Lass uns anfangen. Erste Schwäche: visuelle Reize. Egal wie logisch und kontrolliert Männer sich geben. Die Wahrheit ist, sie sind extrem anfällig für visuelle Reize. Das ist biologisch. Das ist evolutionär. Das männliche Gehirn verarbeitet visuelle Informationen viel schneller als das weibliche. Ein Mann entscheidet innerhalb der ersten 3 Sekunden. Die meisten Frauen wissen das nicht. Natürlich ist innere Schönheit wichtig, aber um überhaupt hereinzukommen, musst du zuerst visuell auffallen. Männer geben das nie zu, weil sie nicht oberflächlich wirken wollen. Aber es ist die Wahrheit. Also, frag dich, bist du gepflegt? Kennst du deinen Stil? Investierst du in dich selbst? Wenn nicht, bekommst du seine volle Aufmerksamkeit. Nie. Egal wie intelligent oder stark du bist. Visuelle Anziehung öffnet die Tür. Deine innere Welt hält ihn drinnen. Baue beides auf. Zweite Schwäche: Ego. Das männliche Ego ist wie eine Festung. Es wirkt stabil, ist aber extrem zerbrechlich. Die größte Angst eines Mannes: unfähig, erfolglos oder klein zu wirken. Sein Ego ist seine Rüstung und gleichzeitig seine größte Schwäche. Viele Frauen verstehen das nicht und kritisieren, korrigieren oder demütigen ihn ständig. Das Ergebnis? Der Mann verschließt sich, wird distanziert, teilt nichts mehr mit dir. Ein Mann mit verletztem Ego kann keine echte Bindung aufbauen. Was macht eine kluge Frau? Sie stärkt sein Ego, ohne sich zu unterwerfen. Sie erkennt seine Erfolge an, aber sie vergöttert ihn nicht. Sie hält die Balance. Fühlt sich ein Mann neben dir stark, bindet er sich. Fühlt er sich klein, entfernt er sich. So einfach ist das. Wie du sein Ego lenkst. Bestimmt, wie viel Kontrolle du hast. Dritte Schwäche: Bedürfnis nach Anerkennung. Männer wirken unabhängig, doch tief in ihnen steckt ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung, vor allem von der Frau, die sie lieben. Aber Achtung, Anerkennung heißt nicht Dauerlob. Die meisten Frauen machen einen von 2 Fehlern. Sie geben gar keine Anerkennung oder viel zu viel. Beides ist falsch. Keine Anerkennung, er fühlt sich wertlos und sucht Bestätigung woanders. Zu viel Anerkennung, du wirst vorhersehbar und dein Lob verliert an Wert. Die kluge Frau gibt Anerkennung strategisch. Sie lobt echte Erfolge. Bei Kleinigkeiten bleibt sie ruhig. Das erzeugt beim Mann eine Frage: Bin ich hier wirklich wichtig? Und genau dieser Gedanke bindet ihn an dich. Das ist Machtbalance, wenn du lernen willst. Wann und wie Lob wirkt. Abonniere. In den nächsten Videos erkläre ich es punktgenau. Vierte Schwäche:
Wettbewerbsinstinkt. Männer sind von Natur aus wettbewerbsorientiert. Alles ist ein Vergleich. Wer ist stärker? Erfolgreicher? Wertvoller? Auch in Beziehungen spürt ein Mann, dass auch andere dich wollen, steigt dein Wert sofort. Viele Frauen nennen das Manipulation. Nein, das ist Psychologie. Sieht er Interesse von anderen, aktiviert sich sein primitiver Wettbewerbsinstinkt. Er will dich nicht verlieren. Er strengt sich mehr an. Er schätzt dich mehr. Übertreibst du es, zerstörst du Vertrauen. Aber ein leichter Konkurrenzimpuls hält ihn wach. Du bist nicht nur eine Option, du bist ein Gewinn. An Menschen schätzen, was sie sich erarbeiten müssen. 5. Schwäche, Problemlösungsdrang. Männer sind lösungsorientiert. Hören sie ein Problem, wollen sie es sofort beheben. Das ist Stärke und gleichzeitig Schwäche. Denn oft wollen Frauen keine Lösung, sondern Verständnis. Doch hier liegt der Schlüssel. Wenn ein Mann dir helfen kann, fühlt er sich wertvoll. Zeigst du ihm, dass du ihn brauchst, hat er einen Grund zu bleiben. Viele Frauen bitten nie um Hilfe. Oder sie bitten ständig. Beides ist falsch. Die kluge Frau bittet bei kleinen Dingen um Hilfe und meistert große Dinge selbst. So fühlt sich der Mann gebraucht und gleichzeitig mit einer starken Frau verbunden. Diese Balance macht süchtig. 6. Schwäche, Hunger nach Respekt. Männer wollen Liebe, aber sie brauchen Respekt. Ein Mann kann ohne Liebe leben, aber niemals ohne Respekt. Viele Frauen zeigen Zuneigung, aber keinen Respekt. Sie unterbrechen ihn, kritisieren seine Entscheidungen, machen seine Freunde klein. Für Männer ist das tödlich. Respekt heißt nicht Unterordnung. Respekt heißt seine Meinung ernst nehmen, seine Entscheidungen anhören, seine Existenz anerkennen. Eine respektvolle Frau wird niemals mit Füßen getreten, denn Respekt ist gegenseitig. 7. Schwäche, Hunger nach körperlicher Nähe. Männer drücken Gefühle schlecht mit Worten aus. Berührung ist ihre Sprache. Viele Frauen reduzieren Nähe, je länger die Beziehung dauert. Keine Umarmungen, kein Händchen halten, keine kleinen Berührungen. Der Mann spürt Distanz. Denn für Männer bedeutet körperliche Nähe, emotionale Nähe. Die kluge Frau weiß das und nutzt kleine Berührungen mit großer Wirkung. Eine Hand auf dem Arm, ein kurzes Streichen, ein spielerischer Kontakt, Flirt, jederzeit. Berührung ist Sicherheit, Berührung ist Bindung, Berührung ist Sprache. 8. Schwäche, Angst vor Unberechenbarkeit. Männer sind anfällig für Chaos. Sie wollen Ordnung, Kontrolle, Vorhersehbarkeit. Ständige emotionale Schwankungen ermüden sie. Aber Achtung, vorhersehbar sein heißt nicht langweilig sein. Emotionale Stabilität ist stärker. Ein Mann sucht neben sich eine ruhige, ausgeglichene Energie. Ist sein Leben chaotisch? Will er bei dir Frieden finden? Bringst du Chaos? Geht er? Die kluge Frau kommuniziert klar. Sie explodiert nicht. Sie spricht. Und Männer kehren immer zu sicheren Häfen zurück. 9. Schwäche, Anerkennung von Mut. Männer gehen gern Risiken ein, aber sie haben Angst, dabei allein zu sein. Wenn ein Mann mutig ist, will er hören, gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Er gründet ein Unternehmen. Er fängt mit Sport an. Er probiert etwas Neues. Oft bleibt das unbeachtet. Doch für ihn sind diese Momente enorm wichtig. Denn Anerkennung von Mut macht ihn noch mutiger. Die kluge Frau erkennt das. Sie sagt, ich bin stolz auf dich. Für einen Mann ist dieser Satz unbezahlbar. 10. Schwäche, Angst vor Einsamkeit. Männer wirken stark und unabhängig, doch tief innen
Haben Sie Angst vor Einsamkeit? Sie teilen Ihre Gefühle kaum. Die Gesellschaft sagt Ihnen, sei stark, zeig keine Schwäche. Also isolieren Sie sich, emotional. Wirst du sein, emotionaler Hafen. Wirst du unersetzlich, wenn er sich öffnet. Urteil nicht, reparier nicht, hör einfach zu. Mehr braucht es nicht. Dann bist du nicht nur seine Partnerin, du bist seine Vertraute. Und ein Mann verlässt seine Vertraute niemals. Du kennst jetzt die 10 Schwächen: visuelle Reize, Ego, Anerkennung, Wettbewerb, Problemlösungsdrang, Respekt, Berührung, Angst vor Unberechenbarkeit, Anerkennung von Mut und Angst vor Einsamkeit. Du bist nicht mehr reaktiv, du bist proaktiv, nicht ahnungslos, bewusst, nicht schwach, stark. Denn Wissen ist Macht. Und diese Macht hast du jetzt. Männer sind nicht kompliziert. Sie wurden nur falsch verstanden. Wenn du sie verstehst, wird alles klar, alles leichter, alles unter deiner Kontrolle, wenn dir das etwas gegeben hat. Abonniere, like, teile es, schreib, ich bin stark in die Kommentare. Spür deine Energie. Deine Veränderung beginnt nicht morgen. Sie beginnt heute. Los, handle. Du wirst geliebt.